Hallo und willkommen zurück zu den Knauf-Werktagen 2023 hier im Livestream. Spätestens seit der Energiekrise, also seit den ja sehr stark gestiegenen Gas- und Ölpreisen, machen sich mehr Menschen Gedanken um Dämmung. Also wie kriege ich mein Haus so gedämmt, dass die Energie nicht einfach an allen Seiten so flöten geht. Man kann natürlich die Fassade dämmen, man kann das Dach dämmen, man kann aber auch die Kellerdecke dämmen. Und genau das gucken wir uns jetzt hier auf diesem Stand genauer an. Und da ist Christoph Janus bei mir. Hallo Christoph. Hallöchen, guten Tag. Danke, dass du uns das alles jetzt hier zeigen und erklären wirst. Erstmal so eine ganz grundsätzliche Frage. Warum ist es denn überhaupt wichtig, die Kellerdecke zu dämmen? Die Kellerdecke ist ja ein Teil der thermischen Hüllfläche. Du hast ja gerade in deiner Einleitung schon angesprochen, dass es mehrere Möglichkeiten gibt, die Energie im Haus zu lassen. Und die Kellerdecke ist ein Teil davon, wohingegen die Themen, die du ja gerade angesprochen hattest, immer recht große Themen sind, die meistens auch viel Aufwand erfordern. Haben wir mit der Kellerdecke ein Themenfeld an der Hand, wo es relativ schnell und einfach von der Hand geht, wo man unter Umständen vielleicht auch mal was selber machen kann, wenn man keinen Fachunternehmer zur Hand hätte. Und das ist einfach schnell erledigt und trotzdem gut und effektiv. Und ihr habt ja genau so ein Produkt hier im Angebot, was das Ganze auch schnell und effektiv möglich macht. Das nennt sich Hera Tecta Quick Mount. Wie funktioniert das? Was ist das überhaupt? Ja, die Quick Mount ist eine Kellerdeckendämmplatte bei uns, eine von 3 Systemmöglichkeiten. Und sie zeichnet sich gerade dadurch aus, dass sie vieles Gutes verbindet, eben diese Effektivität, dieses schnelle Verlegen und dann natürlich auch dieses Einsparpotenzial, was sie mitbringt, um die Energie in den darüberliegenden Räumen schnell und effizient zu sparen. Und ich würde vorschlagen, wir gucken uns jetzt einfach mal an, wie das Ganze montiert wird. Dazu ist Horst noch mit hier. Horst Grandel, hallo, herzlich willkommen. Horst, du kannst einfach mal ans Werk gehen und mal zeigen, wie man diese Dämmplatten, Hera Tecta Quick Mount heißen sie, montiert. Und wir sehen ja schon, Horst macht das tatsächlich ganz alleine jetzt, ja? Genau, also ich hatte ja gerade schon gesagt, sie kann sehr schnell und einfach verlegt werden. Und im Grunde genommen ist es so, dass man hier eine Einmannmontage durchführen könnte. Der Horst zeigt ja gerade schon mit einer Montagestütze, die das Ganze unterstützt. Dann wird ein Loch, jetzt wird es gerade laut, Wir warten mal kurz, das ist sehr, sehr laut. genau, da wird ein Loch mittig in die Platte gebohrt, in den Untergrund. Man hat so eine Eindringtiefe von ungefähr 3 Zentimetern. Und dann wird ohne einen Dübel zu stecken dann quasi die Betonschraube nachgeschraubt. Und in dem Moment, wo der Horst jetzt hier den Anpressdruck an der Oberflächenplatte hinbekommt, dann hält die Platte, dann kann er die Montagestütze wegnehmen. Und dann hält sich die Platte schon selbst. Also Aber das ist ja total verrückt. Wie kann das denn sein, dass das nur mit einer Schraube funktioniert? Ja, wir haben hier eine sehr leichte Platte. Da ist ja ein EPS als Dämmträger und die gute alte Holzwolle als Verbundstoff noch vorne drauf, der auch gleichzeitig noch diese Robustheit ausstrahlt. Aber wir haben eine Nut- und Federverbindung, die sich seitlich, man hat es jetzt hier gerade vielleicht gesehen, der Horst hat es ineinander gesteckt, dann in sich trägt. Und dadurch trägt sich die Konstruktion hinterher eben mit dieser einen Schraube sehr gut. Und So, Platte Nummer 2 hängt auch schon fast. genau, und das ist das Schöne, ne? Wir haben gesagt, da kann man so eine Einmannmontage rausmachen. Wenn es jetzt aber wirklich selbst gemacht wird, ist das auch so eine typische Sache. Dann holt man sich den besten Kumpel oder Kumpelin ran und dann fängt man vormittags an und kann nachmittags Fußball gucken, ne? Weil es so schnell geht. Ja, es geht echt wahnsinnig fix. Du hast gerade schon gesagt, woraus die Platte besteht, aus welchen Materialien. Dadurch ist sie ja auch so leicht. Könnte ich denn jetzt, wenn ich will, also wenn mir diese Oberfläche jetzt vielleicht optisch nicht so gut gefällt, kann ich da auch noch mal drüber streichen? Genau, das geht tatsächlich. Es ist eine Platte, die dann auch im nachhaltigen Charakter eine relativ lange Lebensdauer hat, ne? Also es ist ja so, ich sag mal, so ein Keller, Skistock, Fahrradlenker oder Leiterkopf, ne? Also sowas kann ja auch ich sag mal, ein anderes Plattenmodell recht schnell beschädigen. Und Ja, wir warten noch einmal, bis wir durchgebohrt haben. hier wird gearbeitet. Ja, wird richtig gearbeitet. Genau. Nee, und dann kann man eben bei der Platte auch nach 5, 10 Jahren kann man nochmal drüber streichen und hat dann wieder einen frischen Anblick hergestellt. Und das geht bei der Platte definitiv. Wie ist das denn überhaupt bei anderen Kellerdämmplatten? Also da ist es dann wirklich aufwendiger, dafür brauche ich mehr Schrauben, vielleicht auch mehr Montage-Schritte, bis das Ganze wirklich hängt? Ja, das ist so. Die Verlegung an sich ist bei anderen Plattensystemen von uns dann schon aufwendiger. Man hat mehr Schrauben oder Kleber. Das ist, wie gesagt, aufwendig. Hier mit einer Schraube ist man jetzt auch, was die Verlegegeschwindigkeit angeht, sehr schnell unterwegs. Und wie gesagt, die anderen Plattensysteme bei uns, die sind eher weich und haben dann, was diesen nachhaltigen Touch angeht, haben da, ich sag mal, so eine leichte Schwäche. Man guckt halt immer, was man preis-leistungstechnisch eben hinbekommt. Und da haben wir immer so nach dem gut, besser, am besten Prinzip für jeden Budgetbereich auf jeden Fall was dabei.
Ja, und du hast es schon erwähnt, gerade wenn man mal im Keller unterwegs ist mit, weiß ich nicht, einer langen Leiter oder Skistöcke oder einem Besenstiel einfach und man fuchtelt ein bisschen rum und kommt aus Versehen oben an die Decke dran, hat man das bei anderen Dämmsystemen ja schon mal, dass dann tatsächlich da ein kleines Loch auftaucht. Aber wenn wir hier mal gucken, das ist tatsächlich ziemlich robust, ne? Ja, da kann der Skistock oder Leiterkopf nichts ab. Ne? Also die Platte sieht dann auch nach 10, 15 Jahren unverletzt gut aus. Und bei den weicheren Platten ist es dann so, da ist das erste Loch dann meistens recht schnell bei. Und wo ein Loch ist, ja, da kommt das nächste meistens schnell nach. Dann sag ich mal, Horst, vielen Dank fürs Montieren und fürs Zeigen hier. Und Dankeschön, Christoph, für die gerne. Erklärung. Danke sehr und noch einen schönen Tag dir. Euch auch vielen Dank fürs Zuschauen. Danke.